Unser wichtigstes Ziel der Reise, den Yellowstone Nationalpark, haben wir jetzt erreicht. Es war nicht klar, was uns erwartet, denn im Juni hat es sehr starke Überschwemmungen hier im Yellowstone gegeben und einige Straßen waren gesperrt. Auch heute noch sind die Ausgänge im Norden über Gardiner und im Nordosten über die Berge gesperrt. Etwa 1,5 Monate lang waren Autos mit geraden oder mit ungeraden Kennzeichen am Ende nur zugelassen pro Tag. Außer denen, die im Yellowstone Nationalpark eine Übernachtungsstelle hatten. Wir hatten für unsere Übernachtung im Yellowstone vorgesorgt. Zweimal nahmen wir einen Platz am RV Park Fishing Bridge und zweimal im Madison Campground. Der RV Park Fishing Bridge kostete uns zweimal $95 und Madison Campground zweimal $35. Die Preise hatten es in sich bei einem Kurs von etwa 1:1. Als wir 2013 hier im Yellowstone waren, waren wir auf dem Campingplatz Norris Geyser Bassin. Dort haben wir für 5 Tage $100 bezahlt, gleich etwa 77 Euro für 5 Tage. Soweit mal etwas zu den Preisen, aber nun zur Natur. Wir hatten einen schlechten Tag erwischt, eine Kaltfront zog auf und die brachte uns im Laufe des Tages sogar noch Schnee. Deshalb fuhren wir auf dem schnellsten Weg von Fishing Bridge zum Midway Geyser Bassin. Trotz dass es die 3. Dekade im September war, es war noch viel Betrieb und so hatten wir zu tun, mit unserem großen Wohnmobil einen Parkplatz zu finden. Vom Parkplatz zur Prismatic Spring war es nicht sehr weit, aber es reichte aus, um das Wetter immer doller aussehen zu lassen und zum Schluss, als es zum Auto zurückging, hatten wir die ersten Spritzer. Durch die kühle Luft dampften die Springs alle mächtig und so sah man kaum die Springs selbst. Als wir auf den Holzplanken an der Grand Prismatic Spring vorbeikamen, war sie kaum zu entdecken. Aber wie am Anfang des Videos zu sehen, von oben kann man sie besonders gut bewundern und das wird demnächst geschehen. Nachdem wir unser Wohnmobil wieder erreicht hatten und losfuhren, kamen wir an Bisons vorbei und die standen ganz schön im Regen. Der Rückweg zu unserem RV Park Fishing Bridge führte uns über die Querverbindung in der Mitte vom Yellowstone. Dort waren wir auf 2500 Meter und hatten noch Schnee auf der Straße. Mit dem Abzug der Kaltfront endete Tag 1. Tag 2 sollte uns über die Grand Loop Route über den oberen Teil vom Yellowstone führen. Einen ersten Stopp gab es am Mud-Vulkan-Gebiet. Danach ging es entlang des Yellowstone Rivers und heute bei wesentlich besserem Wetter und schöner Sicht. Kurz bevor wir vor Grand Village auf den Südrim des Yellowstone Rivers abbiegen, beobachten wir noch Bisons
und da sind wir nicht ganz allein. Wir sind zum Artist Point gefahren und sind die Ersten, die hier am Parkplatz einen Platz mit unserem Wohnmobil finden. Es ist nur ein kurzer Weg bis zum Aussichtspunkt Artist Point. Dort genießen wir den Blick auf den Yellowstone River und auf den Wasserfall. Immer öfter scheint die Sonne nun durch die Wolken und gibt die Farbpracht im Tal des Yellowstone Rivers wieder. Die gelbe und gelbrote Farbe gab dem Tal und dem Nationalpark seinen Namen. Faszinierende Blicke in das Tal des Yellowstone Rivers bringen die Wanderung vom unteren zum oberen Wasserfall. Wir genießen vom Viewpoint des oberen Wasserfalls die Aussicht und fahren dann mit dem Wohnmobil auf die Nordseite, um wieder an den Upperfall zu kommen. Vom Parkplatz aus geht es einige Meter abwärts und dann hören wir das Rauschen des Wasserfalls. Wir befahren die Einbahnstraße auf der Nordseite des Yellowstone Rivers und versuchen fast an jedem Parkplatz zu halten, aber bei dem starken Betrieb ist es nicht immer möglich. Nach dem Lookout Point sind wir hier am Grand View Point. Wir sind genau gegenüber dem Artist Point, wo wir vor 2 Stunden waren. Jetzt ist am Artist Point ganz schöner Betrieb. Als wir dort waren, waren noch wenig Leute. Unser nächstes und letztes Ziel am Yellowstone River Nordrand ist der Inspirationspoint und dann fahren wir weiter zum Mount Washburn. Wie man sieht, ist auf dem Mount Washburn allerhand Schnee. Deshalb ist die Zufahrt heute nicht ganz einfach und mit unserem Wohnmobil hätten wir es auch nicht geschafft. Nachdem wir die Passstraße am Mount Washburn mit 2700 Meter Höhe überwunden haben, haben wir einen herrlichen Blick in den nördlichen Teil des Yellowstone Nationalparks mit dem Lamar Valley. Der am Horizont zu sehende schneebedeckte Berg dürfte der Granite Peak sein, mit 3900 Meter, gelegen schon in Montana. Wir haben bereits mehrfach Bisons gesehen, aber so nah an der Straße war bisher noch keiner. Besonders bemerkenswert ist hier die geologische Struktur. Auf der dicken Schicht Asche
liegt eine Basaltschicht und das kommt hier in mehreren Schichten vor. So ist hier zu erkennen, dass in der Vergangenheit die Vulkanausbrüche recht kräftig waren. Wir stehen hier oberhalb des Towerfalls und sehen, wie der Towerkrieg sich durch die ehemalige Vulkanschlacke kämpft. Wir sind nach 2000 und 2013 nun im Jahr 2022 das dritte Mal hier in Marmos Hot Spring und besuchen die Sinterterrassen. Die Wapiti-Hirschfamilie, die sich hier in Marmos Hot Spring gemütlich tut, erleben wir auch das dritte Mal. Vom Parkplatz vorbei an der Liberty Cup geht es an den Fuß der Sinterterrassen. Hier beobachten wir, wie das Wasser über die Terrasse nach unten fließt. Sehr viel Wasser ist es nicht. Wahrscheinlich spielt hier auch die Trockenheit der letzten 10 Jahre durchaus eine Rolle. Wir sind nun oberhalb der Sinterterrasse und schauen auf die Wasserfläche, aber viel Wasser ist nicht zu sehen. Langsam steht die Sonne tiefer, ein Vogel gibt noch seinen Gesang und unterwegs erleben wir noch einen Kojoten auf der Jagd. Ein neuer Tag beginnt. Wir starten am Firehole River und fahren Richtung Old Faithful. Bevor wir aber zum Old Faithful kommen, machen wir nach rechts und links der Straße Halt und besuchen die verschiedenen Bassins mit ihren Geysiren bzw. Springs. Unser Sohn hat den schönen Morgen genutzt und ist am Madison Campground gestartet mit dem Rad und fährt am Firehole River entlang. Hier am Fontaine Flat Drive treffen wir unseren Sohn nochmal kurz, ehe wir uns dann am Parkplatz der Grand Prismatic treffen.
Eine knapp 2 Kilometer Wanderung und dann finden wir uns am Aussichtspunkt für die Grand Prismatic oben am Hang ein. Das ist wohl der schönste und wichtigste Punkt, den man bei einem Besuch im Yellowstone Nationalpark erleben sollte. Heute spielte auch das Wetter mit und wir hatten eine fantastische Sicht von hier oben. Aber wir waren nicht ganz allein, es gab ganz schönes Gedränge hier auf der Aussichtsplattform. Nach der Grand Prismatic sind wir bereits am nächsten Bassin angekommen. Wir wandern auf dem Plankenpfad entlang und genießen die verschiedensten Formen von Geysiren und Springs. Wir sind nun im Bereich des Old Faithfuls. Wir wollen aber noch etwas wandern gehen und gehen entlang des Firehole Rivers bis zum Morning Glory Pool und betrachten und schauen und genießen die vielen Springs, Pools und Geysire. Leider kann man nicht immer warten, bis die Geysire aktiv werden, wie hier der Giant Geyser, dessen letzter Ausbruch im März 2019 war. Manche Geysire sind 30, 40 Jahre nicht aktiv und manche kommen alle Minuten. Als wir 2013 hier am Grotto Geyser standen, war er leider nicht aktiv. Umso schöner war es, diesmal ihn in Aktion zu sehen.
Wir sind am Ende unserer Wanderung angekommen und schauen in den Morning Glory Pool. Diese fantastischen Farben. Es ist wirklich faszinierend. Und dieser Libelle ist diese Farbe wahrscheinlich auch zum Verhängnis geworden. Wir wandern nun auf den Pfad, den wir gekommen sind, wieder zurück und werden uns am Old Faithful einfinden und warten, bis er seine Fontäne in den Himmel steigen lässt. Wie man sieht, ist die Arena hier am Old Faithful reichlich gefüllt und alle warten auf den Ausbruch. Manchmal zieht es sich etwas hin und dann, wenn er loslegt, circa 4 Minuten dauert das Schauspiel und dann ist es wieder zu Ende und erst in 90 Minuten geht es wieder weiter. Was an der Seite aufdampft, ne? Ja. In der ganzen Sonne sitzen. Der Tag geht langsam zur Neige. Hier am Westham Geysirbecken sind wir schon das zweite Mal. Gestern war hier alles noch gesperrt und wir wussten nicht warum. Auch wenn man einen Ranger fragte, er konnte es uns nicht sagen. Heute ist wieder frei und wir besuchen die Geysire, die Pools hier am Yellowstone Lake. Auf dem Rückweg zum RV-Park Fishing Bridge erleben wir noch Tiere in Aktion. Bis auf die Eule, die saß und rührte sich nicht. Ein Wapiti-Hirsch äste hier am Gras und ringsrum waren gleich wieder viele Schaulustige. Nach einer kühlen Nacht starten wir und das hier auf der Brücke ist reif, keine Farbe. Über dem Wasser steigen Nebelschwaden auf und die Tallagen sind auch noch voller Nebel. Die Luft ist kalt, knapp nur über 0 Grad und hier am Norris Geyser Bassin wandern wir durch das große Thermalbecken auf den Wegen entlang. Dampf aus den Springs entweicht sehr viel und wir sind manchmal mitten im Nebel.
Da es jetzt noch am frühen Morgen ist noch sehr wenig Betrieb und so genießen wir die Stille und die Ruhe hier im Thermalbecken. Das ist der Blick auf die Zisternspring. Am 2. Mai 2000 war diese Spring noch voll Wasser und als der Steamboat-Geysir ausbrach, war anschließend am nächsten Morgen das Becken leer. Hier beim Blick auf den Steamboat-Geysir sieht man, dass er ganz schön Dampf ablässt. Aber ausbrechen tut er nicht allzu häufig. Das letzte Mal am 18.09.2022 und das war noch nicht sehr lange her. Wir sind hier in den Paintpot Hills. Abgebogen von der Hauptstraße mit einem Wohnmobil haben wir gar nicht bemerkt, dass wir hier hätten gar nicht herfahren dürfen. Aber es hat keinen gestört und so wandern wir einmal rund um die Paintpot Area und schauen uns um. Wiederholt beeindrucken uns die Farben der einzelnen Springs und auch die kleinen Schlammvulkane, die da vor sich hin spucken, sind interessant anzuschauen. Unser Besuch zum dritten Mal hier im Yellowstone Nationalpark geht nun langsam zu Ende. Unser Sohn fährt noch eine kleine Radrunde und wir beschließen den Abend natürlich mit einem zünftigen Campfire und grillen ein paar Steaks. Wir sind heute sehr früh aufgebrochen, um oben auf dem Plateau eigentlich frühstücken zu wollen. Aber vorher sehen wir, wie eine Herde Bisons durch den Firehole River auf die andere Uferseite wandert.
Wir mussten eine ganze Weile warten, bis die Sonne durch den Nebel kam, haben gefrühstückt und machen hier noch eine kleine letzte Runde und erleben nochmal einen Geysir in Aktion. Oh, it's geyser right now. For the most part. Heute ist Montag, der 26. September 2022. Wir werden Yellowstone Nationalpark über den Westausgang nach West Yellowstone verlassen und staunen nicht schlecht, was hier am Eingang zum Yellowstone am Eingangstor für ein Stau von Autos ist. Im nächsten und letzten Teil geht es zum Devil's Tower, zum Mount Rushmore in den Black Hills und nach Badlands Nationalpark.